Hallo meine Lieben, mein Name ist Dominik und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne ein neues Produkt vorstellen, und zwar den Heidecke Sky Primer. Der Heidecke Sky Primer arbeitet wie eine Art Grundierung, also sprich wie ein Deo. Er verstärkt eure Klebekraft, beugt Hautreizungen vor und optimiert auf jeden Fall euer Klebeergebnis. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich in den nächsten Steps. Ja, dieses Video ist ein Heidecke Sky Primer Tutorial. Dieser Sky Primer dient natürlich als Grundlage, bevor du dein Haarsystem neu verkleben möchtest, also bevor du es neu fittest. Der Sky Primer hat so ein bisschen die Wirkung wie eine Art Schutzdeo. Das bedeutet, wenn ihr jetzt viel schwitzt, dann benutzt ihr auch ein Deo, um einfach diese Schweißdrüsen so ein bisschen auf Standby zu legen, also in Anführungszeichen lahm zu legen, und das gleiche macht unser Sky Primer auch. Das bedeutet, gerade für die warmen Sommermonate habt ihr ein optimales Klebeergebnis und einfach einen Klebeverstärker auch. Und es beugt natürlich auch Hautreizungen vor. Dadurch, dass der Kleber einfach keinen direkten Zugang zu eurer Kopfhaut hat, sondern der Kleber sitzt im Endeffekt auf dem Schutzfilm. Wie das Ganze jetzt funktioniert und was ihr dafür benötigt, erzähle ich euch jetzt. Natürlich benötigt ihr einmal den Heidecke Sky Primer als Main Product und zusätzlich kann ich euch einen Pinsel empfehlen und einen Kajalstift. Am besten einen wasserlöslichen Kajal, damit ihr am Ende des Ergebnisses oder am Ende des Tages auch den Kajal wieder abbekommt. Ja, bevor ihr euer Sky Primer anwendet, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal eure Kontur einzuzeichnen. Damit könnt ihr dann zur Hilfe mit euren Kajal arbeiten. Entweder ihr nehmt dazu euren Abdruck, wenn ihr einen meinetwegen von Heidecke mit nach Hause bekommen habt, oder ihr habt euch selber einen gebaut. Und wenn ihr keins von diesen beiden Lösungen habt, dann könnt ihr natürlich auch für die Konturnachzeichnung euer vorhandenes Haarsystem verwenden. In dieser Szene mit Alex seht ihr, wie Alex mit Hilfe eines Kajals seine Frontkontur einzeichnet. Wichtig ist, dass ihr die Einzeichnung immer etwas vor der eigentlichen Haarlinie macht, damit ihr noch ein bisschen Puffer habt, sodass das Haarsystem im Frontbereich auch auf dem Sky Primer sitzt. Das bedeutet, bitte nicht auf den Kajal den Sky Primer auftragen, weil dann bekommt ihr den Sky Primer, sondern den Kajal nicht mehr weg, weil einfach das Produkt wie ein Schutzfilm dient und somit der Alkohol den Kajal nicht mehr wegwischen kann. Solltet ihr fertig sein mit der Einzeichnung eurer Frontkontur und mit der Größe eurer Tonsur, könnt ihr jetzt anfangen, euren Sky Primer aufzutragen. Dafür schraubt ihr natürlich einmal die Kappe ab von dem Sky Primer, und wichtig ist bei der ersten Anwendung, dass ihr den Applikator, das ist so eine Art Schwamm, einmal reindrückt, damit ihr das Produkt aktiviert. Dadurch öffnet sich so gesehen der Zugang von dem Mittel praktisch vom Sky Primer in den Schwamm so gesehen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass während der Auftragen, also während der Applikation, der Schwamm ein bisschen austrocknet, dann könnt ihr immer so ein bisschen auf eure Kopfhaut, den Sky Primer auf eure Kopfhaut ein bisschen drauf pushen so gesehen, also diesen Applikator wieder reindrücken, somit dann immer wieder mehr Produkt nachgepumpt wird so gesehen. Das ist so eine Art Pumpsystem. Ich kann euch einfach nur sagen, lasst das Produkt nach der ersten Anwendung auf jeden Fall trocknen, sodass ihr vielleicht noch eine zweite Schicht macht. Eine zweite Schicht optimiert natürlich noch mehr das Klebeergebnis und bietet noch einen größeren Schutzfilm so gesehen. Und wenn ihr die zweite Schicht dann aufgetragen habt, dann würde ich auch vielleicht euch raten, mit einem Föhn auf der kältesten Stufe das Produkt einzutrocknen, sodass ihr dann auch wirklich das beste Ergebnis für euer Haarsystem dann auch erzielen könnt oder beziehungsweise für eure Klebekraft. Ja, als Expertentipp kann ich dazu sagen, deswegen habe ich ja hier den Pinsel auch liegen, dass wenn ihr das lieber mögt, mit dem Pinsel den Sky Primer aufzutragen, spricht da natürlich nichts gegen. Der Kappenverschluss von dem Schwammapplikator ist super schnell abzulösen. Das könnt ihr mit einem stumpfen Messer, also nicht mit einem scharfen, sondern mit einem stumpfen Messer machen oder mit einem ähnlichen Gegenstand. Und dann könnt ihr einfach mit dem Pinsel so gesehen eure Applikation vornehmen. Ich denke, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Der eine arbeitet lieber mit dem Schwamm, der andere lieber mit dem Pinsel. Probiert es aus, was euch besser liegt oder womit ihr am besten zurechtkommt. Ja, nach der kleinen Einwirkzeit des Sky Primers könnt ihr natürlich jetzt euer Haarsystem so positionieren, wie es für euch am besten aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es dient natürlich jetzt nicht nur für Kunden, die extrem viel Sport machen, ganz im Gegenteil, es ist ja wie ein Deo und nicht nur Sportler benutzen ja Deo, sondern die meisten Menschen benutzen Deo, und so ist es mit dem Sky Primer auch. Und ich kann nur sagen, das ist ein absolutes Must-Have-Produkt hier bei uns im Sortiment. Die Entwicklung hat leider sehr, sehr lange gedauert, dafür ist es jetzt umso besser geworden, und unabhängig von den Sommermonaten, es ist ganzjährlich auch anzuwenden, und ich kann es nur sagen,
Probiert das Produkt auf jeden Fall aus. Lasst mir gerne ein Feedback, wie ihr unseren Sky Primer findet. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, abonniert natürlich unseren Channel. Ich freue mich, wenn ihr die Glocke auch aktiviert. Und ansonsten, falls ihr noch sehen wollt, wie ihr euer System auch positioniert, checkt auf jeden Fall mal unsere anderen Videos. Ich glaube, da ist einiges dabei, wovon ihr auch profitieren könnt. Bis dann, ciao, euer Dominik.